Hallihallo, heute gibt es mal ein bisschen was anderes und zwar gehen wir auf den schönen Vogelsberg. Dort habe ich zwei Zuschauer getroffen Sarah. Und Steffen. und die beiden erzählen ein bisschen über ihre Motorradkarriere, stellen ihre Bikes vor, zwei Honda NCs und dabei gibt es auch ein bisschen Equipment Nerd Talk. Ja, ich bin Sarah. Ich bin 35 plus 5 Jahre alt. Fahre Motorrad seit 2017. Wir sind eigentlich durch Zufall zum Motorradfahren gekommen, weil wir haben damals zwei Autos eingetauscht gegen ein großes und einen Roller. Und Steffen hat dann gemerkt, mit dem 50er Roller an die Arbeit wird doch ein bisschen gefährlich und hat dann den A-Führerschein gemacht. Und hat dann aber gesagt, ich werde doch kein Motorradfahrer, das ist viel zu gefährlich und ich habe sowieso so viele andere Hobbys. Und dann hat eine gute Freundin von uns gesagt, ja, und die war damals auch schon nie von ihrem Motorrad runterzukriegen und die hat gesagt, wart's mal ab. Und dann war es dann auch so, den A-Führerschein gemacht, er hat sich ein Motorrad gekauft, ich habe mir Klamotten gekauft, habe mich hinten drauf gesetzt, bin einen Monat hinten mitgefahren und habe gesagt, so, ich mache jetzt auch den Führerschein. Dann hatten wir die erste Maschine und ruckzuck hatten wir dann doch nach einem Jahr dann die nächste Maschine und die Sarah hat sich dann ihre Versys gekauft. Ich hatte meine Honda NC 750X gehabt und seitdem konnte ich mich auch nicht von ihr trennen. Das sind unsere Motorräder. Meine weiße heißt Bonnie. Und meiner heißt Roxanne. Bei der Honda NC ist halt das Supergeile, dass man hier ein sehr praktisches Staufach hat. Und wie ihr sehen könnt, haben wir das wie manche andere auf ihrem Trabi oder am Spazierstock. Die Aufkleber überall, wo wir waren, an Pässen, schönen Aussichtspunkten, Länderaufkleber, alles da reingeklebt. Und der Rutis Reisenaufkleber bekommt jetzt hier oben noch einen Ehrenplatz. Für den Helm wird es knapp, aber man kann andere, also das Ganze, was ich im Rucksack habe hier, Genau. drin verstauen. Handtasche, wir sind da, also das ist Das ist halt halt auch eben cool zum Einkaufen. Ich hatte es schon so Genau. oft beim Einkaufen, dass ich dann nicht, hatte ich das Zeug in der Hand und dann so, ja okay, wo packe ich es jetzt hin? Ganz genau. Und bei uns ist es so, dass wir halt eben manchmal auch echt spontan sagen, hier haben wir nicht Bock zu grillen, ja, heute Abend. Und dann fahren wir irgendwo beim Metzger vorbei, beim Bäcker nach der Tour, halten wir nochmal. Und wenn du dann keinen Rucksack dabei hast, meistens sind wir auch ohne Topcase unterwegs. Da hast du halt eben immer eine Möglichkeit, ne, ein Brötchen, ein paar Würstchen, ein paar Steaks reinzuschmeißen. Und vor allen Dingen, wenn wir dann mit den Motorrädern unterwegs sind, hast du halt eben knapp 25 Liter 23 Liter ist das in etwa groß, ne? Stauvolumen, ne? Für beide Motorräder. Da geht ein bisschen was rein. Uns hat bei den NCs dann irgendwann doch ein bisschen die Leistung gefehlt, wo wir dann gesagt haben, wir probieren noch mal was anderes aus. V-Strom 800 Reisemotorrad, bequem soll es sein. Das einfach mal als Experiment. Und seitdem haben die jetzt auch 17.000 Kilometer gelaufen, seit 2 Jahren. Ne? Ja, genau. Wir fahren natürlich auch gerne die Suzukis, muss man sagen, aber doch die Hondas, die werden dann öfters bewegt. Außer für einen Arbeitsweg ist halt auch super praktisch. Ja. Ja, ich mache dann hinten meine Arbeitstasche rein, vorne noch Schuhe und allen möglichen Kram und dann kannst du die wirklich auch super im Alltag fahren. Ja. Ansonsten Kettenöler von Cobra haben wir halt eben schon, also von Anfang an verbaut und habe ich bei mir am Motorrad auch. Ich bin damit total zufrieden, muss ich echt sagen. Der Reinigungsaufwand, der ist deutlich geringer. Der Pflegeaufwand, was die Kette angeht, ist einfach geringer. Und wenn man jetzt das sind ja zwei ineinander gelegene, wie soll ich sagen, Zylinder. Ja, du drehst den auf, befüllst den und wenn der Kolben oder Zylinder sich nach unten dreht, dann weiß man, okay, jetzt neigt sich die ganze Geschichte dem Ende, aber man muss sagen, dieser ganze Zylinder, je nachdem natürlich bei was für Wetterverhältnissen man unterwegs ist, reicht bis zu 5.000 Kilometer. Und die Ketten, wir fahren DIT-Ketten, immer diese ZV, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 520, die fahren wir in der Regel zwischen 40.000 und 45.000 Kilometer. Ja, ansonsten hat die Honda auch Zusatzscheinwerfer, Sturzbügel, Akrapovic, Endtopf, Handguards, Heizgriffe, genau. Handyhalterung, ich muss sagen, diese Sicherheitslasche, die benutze ich auch nie. Bisher, toi toi toi, ist nie was passiert. Aber ich glaube, dir ist das schon mal in den Lenker gefallen, ne? Also bei mir waren eben diese Nippel abgegangen und dann habe ich diese Lasche auch nicht benutzt, diese Gummihalterung. Und dann ist es bei mir in den Lenker gefallen und ich war auf so einer Juckel-Huckel-Strecke in Albanien. Und da habe ich mich hingelegt und habe mir auch sogar tatsächlich den Fuß angebrochen gehabt.
was nicht so schön war. Deswegen habe ich dann eben auf Quadlock gewechselt. Ja. Aber ihr seid zufrieden damit. Also es ist so, wir sind bisher zufrieden, wir haben bisher keine negativen Erfahrungen, aber wir fahren jetzt auch kein Offroad. Ne? Das ist ja bei dir wieder eine andere Geschichte. Wir sind überwiegend auf der Straße unterwegs. Also ich würde sagen, wir sind keine verkehrten Motorradfahrer, ja, ohne dass man sich auf die Schulter klopfen will. Wir haben jetzt ja um die 150.000, 160.000 Kilometer auf dem Motorrad seit 2016, seitdem ich einen Führerschein gemacht habe und ein Jahr später die Sarah. Von daher, uns reichen die Halterungen, aber wir haben uns von SP Connect Halterungen gekauft fürs Fahrrad tatsächlich. Und das scheint bisher ganz gut zu funktionieren. Und bei mir haben sich diese Nippel hier auch schon mal verabschiedet. Habe ich mir dann neue für gekauft. Aber jetzt, wo wir das auch fürs Fahrrad haben, diese Universal-Handy-Halterung von SP Connect, vielleicht wechseln wir dann auch irgendwann beim Motorrad auf diese Geschichte, weil also ich habe jetzt hier mit der Kamera, weil von wegen Vibrationsgeschichte, dass das die Kameras kaputt macht, habe ich hier bisher noch nicht gehabt. Also alles gut, aber es kann natürlich auch eventuell, also ich weiß nicht, wie das mit den SP Connect ist, wenn die dann diese richtigen Vibrationsdämpfer verbaut haben. Ich höre das ja auch immer seltener mit den kaputten Kameras. Früher war das ja dauernd irgendwie. Vielleicht sind die Handys auch besser geworden oder die Kamera, sodass das nicht mehr so empfindlich ist. Schwer zu sagen, weiß nicht, vielleicht mal ihr was dazu sagen? Das wäre interessant, ja, weil wir waren überlegen, SP Connect oder Quadlock, ja. Ja, genau. Ja, ich habe ja Quadlock und bei mir ist halt ich habe halt diesen Wireless Charger dazu und bin ich ein Riesenfan davon. Aber ich glaube, den gibt es auch von SB Connect und ich glaube, bei SB Connect ist der Vorteil, also Quadlock ist halt Plastik. Bei mir schlägt es dann irgendwann immer. Ich meine, das sind natürlich auch extreme Straßen in Peru und so weiter, aber da schlägt es irgendwann immer die Handyhalterung aus hinten. Das ist nicht, dass das nicht mehr hält, aber es ist dann so ein bisschen wie ausgelatscht so ein bisschen. Ne? Man kann das noch gut reinklippen und so, es ist auch noch nie abgefallen. Aber ja, das ist eben Plastik. Aber ich glaube, SB Connect ist Metall, oder? Also SP Connect ist tatsächlich, also die Halterung am Fahrrad selbst mit der Aufnahme, es ist aus Metall, aber diese Universalhalterung fürs Handy, die greift ja, wo habe ich jetzt mein Handy? Weil wir haben jetzt so Xiaomi-Modelle und da haben die keine Hülle für. Und da gibt es so eine Halterung, die greift im Grunde genommen so ums Handy herum, drehst du mit dem Schräubchen auf und zu und die ist dann so ein Kunststoff-Metall-Gemisch. Also das Innenleben ist wahrscheinlich aus Metall und die Halterung selbst von außen ist dann aus Kunststoff, ist aber echt massiv. Also muss man sagen, funktioniert super. Solche Hüllen gibt es dann auch quasi. Das ist jetzt so eine Quadlock-Hülle. Ich habe da halt noch so einen Ring, so einen Fingerhalter drin. Ja. Aber den nimmt man raus und dann kannst du das einfach so drauf machen. Aber so ist es bei SP Connect dann auch. Also die gibt es bei SP Connect auch, aber halt eben nicht für unser Nicht für das Handy. Genau. Ja. Und ansonsten ist halt eben hier das Batterielade- bzw. USB-Ladegerät drin. Und das Ding ist, ich kann dann einfach auch hier das Handy anschließen da dran. Habe jetzt halt eben kein induktives Laden und mache den Deckel zu. Und der springt auch nicht auf während der Fahrt. Der ist hier gut windgeschützt und das funktioniert immer ganz gut. Ne? Sturzbügel auch wichtig, wobei ich muss sagen, ich bin ja ganz stolz, das Motorrad lag noch nie um. Also wir waren schon echt auch auf grenzwertigen Straßen unterwegs. Ligurien, das war super heftig. Wir sind mittags losgefahren in Monton, da unten an der Côte d'Azur und wollten mitten in Ligurien in so ein Bed and Breakfast. Und auf der Karte sah das richtig toll aus und kurvig. Und wer schon mal da war, weiß aber, dass die Straßenqualität da totaler Murks ist. Und das war so, ja, Radwegbreite, aber komplett mit Schlaglöchern. Und wir waren dann fix und fertig und wir haben, ich weiß nicht, für 120 Kilometer wirklich einen halben Tag gebraucht. Und sind dann abends total kaputt da angekommen. Da hatte ich es auch schon mal echt sehr knapp, dass wir da unterwegs waren in den französischen Hochalpen, voll beladen. Und ich wollte ein schönes Video machen, wie die Sarah so Serpentinen runterfährt. Und bin dann vorgefahren, habe angehalten und dann habe ich in diesem Licht-Schattenspiel habe ich nicht gesehen, dass die Straße in der Kehre so abfällt. Bin stehen geblieben und wollte das Motorrad absetzen, ja, Handy zücken, die Sarah filmen, wie sie dann die Serpentinen runterfährt. Wollte ein schönes Video machen und auf einmal kippt mir die Maschine weg. Und ich konnte die eigentlich nicht halten. Ich habe die einfach auf dem Oberschenkel hingelegt und habe dann durchs Cardo dann der Sarah gesagt, hier Sarah, ich habe so ein Problem. Ich kriege die Maschine nicht hoch, aber ich werde sie auch nicht ablegen. Ich werde die ums Verrecken halten. Die Blöße hat er sich nicht gegeben. Ja. Hauptsache, weiß ich nicht, das Bein kaputt oder sonst irgendwas, aber wehe, die Maschine fällt. Aber die hat noch nicht gelegen, Gott sei Dank. Toi, 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 hoffentlich bleibt das auch so. Die hat jetzt knapp 130.000 Kilometer.
Wir waren auch schon gut in Europa unterwegs gewesen. Genau. Und wir folgen Ruti eigentlich, ja, wir sind Follower fast der ersten Stunde, würde ich sagen. Genau, ja. Also als wir damals mit den Führerschein gemacht haben, ja, dann orientierst du dich im Internet, du guckst nach Maschinen, ja, und dann wirst du auch neugierig, was gibt es auf Social Media für Motorrad. Fahrtipps, Fahrerfahrungen. Ja, und dann sind wir irgendwie auf Ruti gestoßen und Ruti hat damals in einem Video gesagt, ja, hallo, ich bin der Ruti, ich habe keine Ahnung von Motorradfahren, aber ich habe mir jetzt ein Motorrad gekauft und gehe auf Weltreise sozusagen oder auf große Reise. Hallo, mein Name ist Ruti. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Motorradfahren, aber in 2 Monaten möchte ich mit dem Motorrad alleine nach Afrika fahren. Genau. Und ja, das fanden wir sehr cool, authentisch, sympathisch. Und seitdem folgen wir dir auf deinen Reisen. Und jetzt ist es halt eben so, dass du dann doch Umstände halber in Deutschland bist oder nach Deutschland zurück musstest. Und da haben wir dich angeschrieben und haben dich mal eingeladen und ob man sich denn mal nicht im Vogelsberg auf dem Hoher-Rotskopf treffen würde. Das ist im Grunde genommen unsere Hausstrecke, Sarah und ich. Wir kommen aus Mittelhessen, ne? Bei Marburg wohnen wir. Und wir kennen eigentlich die gesamte Umgebung mittlerweile, wie unsere Westentaschen, kannst du sagen. Ja. Und dann hat sich dann doch das so entwickelt, dass wir einen guten Termin zusammengefunden haben. Und sind jetzt hier zusammensitzen. Bei herrlichem was gegessen Wetter. haben, was getrunken haben. Und ja, uns einfach darauf gefreut haben, man Ruti nicht nur aus Kolumbien irgendwie zu sehen, sondern auch mal mit ihm live ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen. Genau. Ja, super cool. Also vielen Dank auch, dass ich war hier noch nie tatsächlich. Es ist nur 2 Stunden oder naja, ich bin über die Käfer gefahren, 2 Stunden entfernt. Und es ist sehr, sehr schön hier. Und heute ist natürlich auch Bombenwetter. Vielen Dank für die Einladung. Aber ich habe natürlich euch auch was mitgebracht. Oh, okay. Und zwar habe ich euch 2 Rutis Reisen T-Shirts. Ach ja, Ja, wie cool. das ist ja genial. Dankeschön. Sehr cool. Sehr Reisemotorrad cool. natürlich Vielen Dank. Aufkleber noch. Und ja. Besten Dank. ja, wir machen jetzt noch eine kleine Runde, die ihr ausgesucht habt. Mit was macht ihr das so, navigieren? Wir navigieren mit Kurvica. Warum? Wir haben damals, das war unsere erste große Reise nach Schottland, da hatten wir noch ein Garmin-Navi und haben das auch abgedatet, haben aber verpeilt, nicht nur den Kontinent abzudaten, sondern auch die britischen Inseln. Das hat nicht so gut geklappt und mussten dann spontan umschwenken und haben dann mit den Handys damals mit Kurvica angefangen zu navigieren. Damals gab es die Vollversion noch einmalig für 10 Euro, jetzt haben die das umgestellt, halt wie überall auf ein Abo-Modell. Und da bist du bei dem Premium-Paket bei, ich glaube, 29,90 im Jahr Aber pro so Person. viel, wie wir unterwegs sind, lohnt sich Das das lohnt einfach. sich, Wir ja. sind ja im Jahr, also in guten Jahren, sind wir bis zu 25.000 Kilometer auf dem Motorrad unterwegs. Und da hat sich Kurviga einfach bewährt und wir kommen mittlerweile mit der App auch ziemlich gut klar. Und die hat uns dann auch hier in der Heimat, damals als wir angefangen haben, in kleine Straßen geführt, die wir so vorher, wenn du so normal mit dem Auto von A nach B fährst, hast du die gar nicht auf dem Schirm. Nö, immer Bundesstraße, Und- schnellste Weg. Genau, Ne? und so Direkteste Weg. kommst du halt wirklich auch auf die kleinen Straßen. Das Und war- aber ich will jetzt nochmal sagen, wir sind nicht gesponsert von Kurviga. Nein. Oder so. Nein. Das ist ein reiner Tipp, ne? Weil ich Ja. gedacht habe, hier Leute, die viel hier unterwegs sind, da ist es immer sich gut, einen Tipp abzuholen. Also Kurviga könnte ein Tipp sein. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch Kalimoto. Wir kennen noch Leute, die das nutzen. Ja. Ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Vielen Dank, dass wir uns hier getroffen haben. Ihr habt mich ja schon vor mehreren Monaten oder längerer Zeit angeschrieben gehabt und so weiter. Jetzt hat es geklappt und es könnte, wie gesagt, Wetter könnte nicht besser sein. Genau. Wir machen jetzt noch eine Runde und verabschieden uns. Jo, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Auf Sehr. jeden Fall. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, Ja. freut mich auch. Bis dann. Ciao. Das war's vom schönen Vogelsberg. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch das Format gefällt, wie euch die Motorräder gefallen. Und gerne auch Kommentare zum Equipment, zum Beispiel zu den Handyhalterungen. Apropos, ich habe euch hier irgendwo das Albanien-Video verlinkt, wo ich mich auf die Schnauze gelegt habe, als mir das Handy aus der X-Grip-Halterung gesprungen ist. Das war's. Sehr heiß heute. Macht's gut. Euer Ruti. Ciao, ciao.